Lohnt sich gedeckter Bio-Aprikosenanbau in der Deutschschweiz? Mit dieser Frage haben wir uns in den letzten Jahren intensiv beschäftigt. Dazu haben wir eine Aprikosenanlage unter 3 verschiedenen Witterungsschutzsystemen etabliert. Links sehen wir einen Tunnel, der die Aprikosenbäume über das ganze Jahr schützt. Daneben eine Reihe nur mit Hagelschutznetz. Und als dritte Variante ein temporäres Regendach, das vor der Blüte montiert und vor dem Winter wieder entfernt wird. Das Obstbauteam des Fiebel wollte herausfinden, wie wirken sich die 3 Systeme auf Krankheiten, Schädlinge und Frostschutz aus und welche Abdeckungsvariante lohnt sich auch wirtschaftlich. In Ergänzung zum Anbausystemvergleich haben wir uns zusätzlich 19 verschiedene Aprikosensorten angeschaut und diese geprüft bezüglich Ertragspotenzial, wiederum Krankheits- und Schädlingsvorkommen, Anfälligkeit auf Frost und Fruchtqualität. Die wichtigsten Krankheiten bei uns sind Monilia, Schrotschuss und Pseudomonas. Sie brauchen feuchte Witterungsbedingungen, um die Bäume zu infizieren. Deshalb können Abdeckungen helfen, diese Krankheiten zu reduzieren. Wir stehen hier vor der Sorte Samurai im Freiland. An diesem Baum sehen wir, was für verheerende Folgen der Monilia-Pilz auf Aprikosen haben kann. Bei feuchter Witterung dringt der Monilia-Pilz über die Blüten bis ins Fruchtholz ein und führt zum langsamen Absterben des ganzen Triebes. In unserem Versuch haben wir gesehen, dass mit einer temporären Regenabdeckung wie das Regendach wir den Krankheitsbefall durch Monilia um 50% reduzieren konnten. Im Tunnel waren es sogar 90%. Bei den Aprikosensorten sieht man sehr große Unterschiede in Bezug auf die Anfälligkeit auf Blütenmonilia. Wir haben bei unseren Versuchen gesehen, dass Samurai und Orange Ruby am schlechtesten abgeschnitten haben. Am besten abgeschnitten hat Elsa. Über 4 Jahre hat das Fiebel biologische Pflanzenschutzmittel getestet: Schwefel, Kaliumhydrogencarbonat und Kupfer, einzeln und in Kombination. Doch der Unterschied zu den unbehandelten Parzellen war nicht signifikant. Aus diesem Grund ist im biologischen Aprikosenanbau unter unseren Witterungsbedingungen eine Abdeckung zwingend notwendig. Hier sieht man auch frühe Symptome von Fruchtmonilia. Fruchtmonilia zeigt sich normalerweise erst bei reifen Früchten. Bei dieser anfälligen Sorte sehen wir die Krankheit jedoch schon an unreifen Früchten. Und der Pilz sporuliert bereits. Hier sieht man Blattsymptome von entweder Pseudomonas oder Schrotschuss. Die Symptome überlappen sich und sind nicht visuell eindeutig unterscheidbar voneinander. Nebst Blattsymptomen treten bei Pseudomonas-Befall nach einigen Jahren auch deutliche Symptome am Holz auf. Hier sieht man, wie die Rinde komplett abbröselt und der Baum in einem sehr schlechten Gesundheitszustand ist. Hier sieht man deutliche Mehltau-Symptome auf Frucht. Dieser Pilz gedeiht jetzt besonders gut unter Tunnel bei diesen trockeneren Bedingungen. Bei nur kleinen Läsionen werden die während der Fruchtreife ziemlich verwaschen und man sieht sie bis zur Ernte nicht mehr. Größere Läsionen allerdings, wie hier zu sehen ist, haben dann die Neigung, dass sie zu faulen beginnen. Mit Netzschwefel lässt sich der Mehltau an Aprikosen deutlich verringern. Dafür sind 3 bis 4 Behandlungen jeweils im Abstand von 7 bis 10 Tagen nötig. Zudem haben wir gesehen, dass die Sorten unterschiedlich anfällig sind. Deshalb empfehlen wir im Tunnel möglichst mehltau-unempfindliche Sorten anzubauen. In Kernobstkulturen ist der Ohrwurm ein wichtiger Nützling. Bei Äpfeln hilft er gegen Blattläuse, bei Birnen gegen den Birnenblattsauger. Im Aprikosenanbau gilt der Ohrwurm allerdings als Schädling, weil er Schaden an heranreifenden Früchten hervorrufen kann. Hier sehen wir eine einfache Falle aus Bambusröhrchen. Wichtig ist, dass es Röhrchen mit Internodien sind.
Nur dann werden die heraufwandernden Ohrwürmer das Röhrchen als Versteck nutzen. In der Regel werden die Fallen am Morgen geleert und die Ohrwürmer können danach in Kernobstkulturen ausgebracht werden. Neben Krankheiten ist Spätfrost eine der größten Herausforderungen im Aprikosenanbau. Der Grund? Die Aprikosenbäume blühen sehr früh. In Tunnelsystemen lässt sich Frost gut mit einem Pelletofen verhindern. Hier im Inneren dieses Ofens sieht man die Brennkammer, die dann befüllt wird mit den Pellets. Außen hat es einen Mantel mit der integrierten Ventilation und hier wird die Heißluft ausgeströmt. Ein Pelletofen im Tunnel ist sehr effizient. Mit nur 5 Säcken Pellets gibt er während rund 12 Stunden Wärme ab. In den Untersuchungen des Fiebel konnte so die Temperatur über 0 Grad gehalten werden. Die kritische Grenze liegt bei Aprikosen während der Blüte bei etwa -2,5 Grad, im Jungfruchtstadium jedoch bereits bei 0 Grad. Frostkerzen werden im Freiland eingesetzt, sind jedoch weniger wirksam, da Wind die Wärme abführt. In Tunneln sind sie ungeeignet, weil sich Ruß an der Folie absetzt. Welches der 3 untersuchten Verfahren ist nun am wirtschaftlichsten? Ob Bio-Aprikosenproduktion rentabel ist oder nicht, steht und fällt mit dem Ertrag. In unserem Versuch hat sich gezeigt, dass die Ertragsunterschiede zwischen den 3 Systemen mit den Jahren immer größer werden. Im 7. Standjahr war der Ertrag im Tunnel 4-mal höher als im Freiland und doppelt so hoch wie unter Regendach. Grobe betriebswirtschaftliche Berechnungen haben ergeben, dass unter unseren Bedingungen in diesem Versuch die Tunnelproduktion etwa nach 11 Jahren amortisiert ist. Die Produktion unter Regendach und im Freiland hingegen werden unter unseren Bedingungen nie rentabel. Für die Wirtschaftlichkeit ist die Kombination aus Sorte und System entscheidend. Monilia-anfällige, aber ertragreiche Sorten können unter Tunnel gut funktionieren. Mehltauanfällige Sorten hingegen nicht. Für diesen Tunnel mit den Dimensionen 70 x 8,5 Meter muss man mit einem finanziellen Aufwand von ungefähr 30.000 Franken rechnen. Es gibt auch günstigere Varianten. Entscheidend ist, dass die Stabilität, etwa bei Schneelast, gewährleistet ist. Zusätzlich zum Tunnel fallen Kosten für Bewässerung, Baumgerüst und die Bäume selbst an. Und in der Regel braucht es dafür eine Baubewilligung. Deshalb bitte frühzeitig das kantonale Amt kontaktieren. Der Fiebel-Versuch hat also gezeigt, Bio-Aprikosenproduktion im Tunnel funktioniert auch unter den raueren Klimabedingungen der Deutschschweiz. Doch für welche Betriebe eignet sich der Aprikosenanbau besonders? Der Anbau unter Tunnel bietet vor allem Direktvermarktungsbetrieben mit kurzen Lieferketten eine tolle Chance, sich zu diversifizieren. Wenn Sie noch Fragen zu Anbausystemen, zu Sorten oder Pflanzenschutz haben, dann wenden Sie sich gerne an die Fiebel Obstbauberatung.